Das Dragon Dreaming ist eigentlich letzten Endes ist ja ein Projektmanagement-Tool, so laut John Croft zumindest, um 100% unserer Träume wahr werden zu lassen. Ich wohne hier am Haslachhof. Das ist eine kleine Gemeinschaft am Bodensee mit 17 Leuten, also teilweise schon junge Erwachsene, teilweise noch Kinder, teilweise Erwachsene, die hier zusammen wohnen. Ziemlich einfach, naturverbunden, größtenteils in Bauwegen. Wir haben einige Tiere, mit denen wir auch nah zusammenleben. Und wir haben so unser Herzensthema ist das Thema Lebensübergänge. Und wir haben irgendwie seit letztem Jahr sagen wir eigentlich, das ist ein Ort für innere und äußere Permakultur. Und da hatten wir ja gerade dieses Permakultur des Herzens, was könnte das sein oder so ein paar Gedanken dazu. Und ich finde auch, dass Dragon Dreaming kann uns tatsächlich sehr ermuntern zu genau solchen Sachen. Wie kommen wir in eine gute Gemeinschaft? Wie kommen wir in persönliches Wachstum durch unsere Projekte? Und wie kommen unsere Projekte einfach auf den Boden? Die Projekte, die es braucht auf der Erde. Ähm, Genau. Und ich lade euch ein, jetzt einmal kurz, es ist jetzt viele, ich glaube, viele sind auch schon länger da als ich, dass ihr euch einmal einfach hinsetzt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch die Augen schließen. Und Pinakari heißt tiefes Zuhören auf Aborigine-Sprache. Und das ist so ein Werkzeug, was der John immer direkt am Anfang von einem Dragon Dreaming-Kurs einführt. Ähm, und da betätigt er die Glocke. Ich glaube aber, dass Zoom tatsächlich das schneidet und man hört dann nicht. Hört ihr das? Nee, ne? Also ich habe gerade die Klangschale geschlagen. Ein Ding macht's jetzt gerade in meinem Hintergrund. Und wir verbinden uns einfach mal mit der Erde. Da, wo wir gerade sitzen, auf dem Sofa oder Stuhl oder Boden, spürt einfach die Erde unter euch. Spürt, wie sie euch trägt, wie sie euch schon immer getragen hat. Wie sie auch alle, die da vor euch waren, auch schon immer getragen hat. Und der John sagt immer, ja, boah, wenn man das in Worte fassen würde, in 2 Worte würde man es nennen, bedingungslose Liebe. Spürt einfach, wie ihr da unterstützt seid von dem Stuhl oder von dem Boden gerade. Und dann achtet mal auf euren Atem, wie es in euch atmet, wie eigentlich ihr nichts dazu tun müsst. Es einfach macht die ganze Zeit, wenn ihr schlaft, wenn ihr wach seid. Ihr atmet einfach. Und vielleicht gibt es irgendwo in eurem Körper noch irgendwo was, wo noch eine Spannung ist, wo ihr euch mal hinräkeln wollt oder strecken wollt. Und wo ihr einmal tief einatmen könnt und diese Spannung ausatmen könnt. Hm. Hm. Genau. Und was der John Croft dazu immer noch sagt, ist, dass eigentlich statistisch gesehen nach 20 Minuten unser Hirn anfängt, ähm, selber sich eigene Gedanken zu machen. Dann fangen wir an zu gucken, was, vielleicht hat mir jemand geschrieben oder was esse ich wohl jetzt gleich zum Mittag oder wie geht's meiner Oma oder so Sachen. Diese innere kleine Stimme, die uns wegträgt von dem, was wir eigentlich hören oder sehen wollen oder wo wir eigentlich präsent sein wollen. Und das Pinakari kann uns helfen, da wieder richtig dazu zurückzukommen. Und wenn es euch jetzt gleich mal so geht, dass ihr merkt, boah, es ist eigentlich zu viel. Ihr habt jetzt den Vortrag davor, das Permakultur des Herzens, jetzt das Dragon Dreaming und danach geht's weiter.
Dann schreibt einfach in den Chat rein Pinakari und wir machen für 30 Sekunden kurz zusammen ein Pinakari. Okay? Ja. Ähm, und ich lade euch ein. Vielleicht schreiben wir das in den Chat, weil du musst das immer dann erlauben, dass jemand sich unmutet, oder? Okay, weil das ist tatsächlich dann, dauert einfach lang. Ähm, wenn man erst Hand heben und dann und so weiter. Ich würde voll gern ein bisschen mit der Dankbarkeit anfangen. Ähm, das sind die Worte, die vor allen Worten gesprochen worden werden. Und auch im Dragon Dreaming. Ähm, das Dragon Dreaming kommt, der John hat viel Inspiration von den Aborigines. Der hat sich aber auch von anderen Naturvölkern, also Naturkulturen inspirieren lassen. Ist mega inspiriert von der Permakultur. Hat das dann ja auch in die Permakulturbewegung so reingebracht, dass das fast schon so ein Tool ist, was man in fast jedem PDK zumindest kurz lernt oder weiß, dass es das gibt oder so. Ähm, und der John Croft ist auch sehr inspiriert von der Tiefenökologie. Und die Tiefenökologie ist was, was auch meine Wurzeln tatsächlich sehr sind. Die Joanna Macy war eigentlich die, die mich da auf diesem Gleis gebracht hat, Richtung Permakultur und Dragon Dreaming und Wildnis und so weiter zu gehen. Und da fängt immer alles mit Dankbarkeit an. Und Dankbarkeit ist wie so eine, ist eigentlich ein politisches Engagement, ist ein revolutionärer Akt, weil wenn wir leben in einer Gesellschaft, wo wir lernen, unzufrieden zu sein. Oder wo es eigentlich wieder drauf, unsere Gesellschaft basiert darauf, dass wir unzufrieden sind, weil eine Konsumgesellschaft, da müssen wir mehr haben und mehr und sind unzufrieden mit dem, was wir haben und mit dem, was wir sind auch, siehe Permakultur des Herzens oft. Und wenn wir aber einladen, wenn wir anfangen, eine dankbare Haltung in unseren Alltag einzuladen, dann sind wir in dem Moment eigentlich politisch aktiv. Und ich möchte mir kurz Zeit nehmen, euch zu fragen, wofür seid ihr gerade dankbar? Vielleicht aus diesem Tag, vielleicht gerade was, womit ihr heute Morgen aufgewacht seid. Das könnt ihr gerne in den Chat schreiben, aber wenn jemand was ausdrücken möchte mit Worten, dann auch gerne meldet euch und aber jetzt nicht 40 Leute mit Worten, weil das dauert zu lange, aber reinschreiben in den Chat könnt ihr mal machen. Und wenn aber jetzt jemand sagt, boah, ich würde es voll gern in Worte fassen oder was von der letzten Session, ein Aha-Erlebnis, wofür ich gerade voll dankbar bin, dann macht das gerne. Wofür bin ich gerade dankbar? Für diesen Kurs bin ich dankbar. Hm. Vor 4 Tagen davon erfahren zu haben, dass dieser Kongress stattfindet. Morgen Sonne auf dem Hügel, jetzt geht's ganz schnell. Meine Familie, die ganzen inspirierenden Beiträge, die Möglichkeit selber beizutragen, Sonne. Das leckere Brot Yes. Genau. und erfüllte Beziehungen. Hm. Sonne ist, scheint viel Sonne bei euch. Das ist schön, dass ihr die Sonne genießt. Ich bin gerade dankbar für diesen Kongress und meinen Garten, der erwacht, für den wunderschönen, schönen sonnigen Tag, für das leckere Brot. Ich bin dankbar, hier zu sein, mal wieder zu spüren, dass die Sonne scheint, die Meisen ihr Nest fleißig bauen und die Familie beständig wächst und. Für die Möglichkeiten, die ich im Leben habe, dass ich morgen zu unserem Hof fahren kann und mit der Umsetzung beginnen kann. Ja, Sonne, dass heute Sonne in mein Fenster scheint. Für meinen Körper fast gesund, die erste Mauerbiene gesehen zu haben. Dankbar für Gemeinschaftserfahrung. Dankbar, dass die Vögel wieder anfangen zu trällern. Für die Sonne und die Worte, denen ich lauschen darf. Verbundenheit, die ich mit mir habe, da ich auch Wildnispädagoge sein darf. Im Kontakt zur Natur, für den, ich war gerade im Wald und lass mich von wunderbaren Menschen inspirieren. Krokusse, die blühenden Krokusse natürlich. Mein Körper, der ein Wunder ist, Verbindung zu Gleichgesinnten. Hier im Senegal Erfahrungen machen zu können. Wow.
Danke an mein Mikrobiom. Juhu. Genau. Ja, ich mache das total gerne. Ich hätte mir jetzt auch, also hätten wir nicht jetzt noch ein Thema, hätte ich das auch voll gerne einfach von euch wirklich gehört und jedem seine Stimme gehört. Und das ist tatsächlich im Dragon Dreaming so ein Ding. Eigentlich geht es darum, jede Stimme zu hören. Und es geht darum, die Kreiskraft zu spüren. Und ich hatte letztens schon mal einen Dragon Dreaming Workshop online, der so ein bisschen, also wo, wo ich dann sogar vorher noch geschrieben habe, bringt eine Kerze mit. Ich habe jetzt hier eine Kerze im Hintergrund und vielleicht habt ihr ja auch gerade zufällig eine brennen oder habt leicht eine schnell zu holen, weil tatsächlich super. Aber symbolisch könnt ihr euch mal auch eine Kerze anmachen, weil das Dragon Dreaming ist so, ist auch ein ums Feuer sitzen und den Geschichten. Ja, super, jetzt stehen echt Leute auf und holen sich eine Kerze, sehr cool. Ich wollte es eigentlich noch vorher geschrieben haben, aber dann waren die letzten Tage so voll. Ja, da sehe ich auch noch ein richtiges Feuer, cool. Ja. Ähm, Spannenderweise habe ich letztens auch einen Online-Kurs gemacht, wo eine auch mit Kerze gearbeitet hat und die hat gesagt, dass es nachgewiesen ist, dass bestimmte chemische Stoffe im Gehirn freigesetzt werden, wenn man in ein Feuer guckt. Und dann, dass man das mit Kerze auch machen kann. Und dass das zu innerer Ruhe und Frieden beiträgt. Und je weniger wir vor Feuer sitzen als Menschen im Kreis, ja, also ich sag mal, umso mehr wir ums Feuer sitzen, desto besser, sage ich mal. Und ins Feuer lauschen und reinschauen. Und beim John Croft, beim Dragon Dreaming heißen diese Kreise immer Karapurt. Das sind Kreise, die ums Feuer sind, wo Geschichten geteilt werden. Und dir stellt sich das dann immer so vor, dass eigentlich unser Leben besteht aus verschiedenen Kreisen, wo wir uns treffen. Und dann geht man wieder weiter und dann trifft man sich an einem anderen Kreis und da kommen aber auch andere Leute dazu. Also es ist so, wie die Aborigines, die diese Songlines haben, diese Lebenslinien, die sich teilweise überschneiden und dann an Kreisen, in Kreisen plötzlich zusammenkommen. Und ich denke immer mehr, dass auch online auch solche Kreise möglich werden. Und das ist ein Geschenk der heutigen Zeit. Und es ist natürlich auch schade, dass wir uns jetzt gerade nicht direkt sehen, aber wir würden es dann ja auch nicht tun, weil ich wäre jetzt ja nicht irgendwo hingefahren, um 1,5 Stunden über Dragon Driving zu reden. Also von daher voll gut. Da bin ich mega dankbar, dieser Technik auch. Und diese Kreise beim Dragon Dreaming, die haben eigentlich immer einen offenen Bereich. Also die sind nie ganz zu, die sind immer so halb offen, so ein bisschen da. So sitzt man auch. Und das ist da, wo der Rauch abziehen kann. Vom Feuer, aber auch vom Rauch zwischen uns. Manchmal muss der Rauch einfach abziehen. Und das sind aber auch gleichzeitig offene Kreise, wo immer jemand neu dazukommen kann. Und das Dragon Dreaming lädt uns ein, uns mit dieser kollektiven Kraft zu verbinden, die es einfach heutzutage braucht. Ähm, Wo wir merken, wir sind als Kreis stärker als Einzelperson. Und es gibt ja auch diesen Spruch, der nächste Buddha wird vielleicht nicht in Form von einer Einzelperson, sondern in Form von einer Gemeinschaft kommen. Und dazu haben wir fast keine Tools. Also ich meine, immer mehr haben wir Tools dafür, eine Gemeinschaft zu gestalten und Projekte gemeinsam auf die Welt zu bringen. Und da ist das Dragon Dreaming ein inspirierendes Tool dafür. Es geht eigentlich darum, unsere Träume wahr werden zu lassen und Projekte des Wandels, die der Erde dienen, auf die Erde zu bringen. Und dabei als Kreis sich zu verbinden und mit dieser kollektiven Kraft. So, und jetzt nochmal ganz kurz. Dragon Dreaming dient einmal der Erde. Also es ist so ein bisschen wie die Permakultur, das hat auch 3 ethische Grundpfeiler, sag ich mal. Alle Dragon Dreaming Projekte dienen der Erde, dienen der Gemeinschaft und dienen dem persönlichen Wachstum. Und da kommen wir jetzt gerade ja her von der Permakultur des Herzens. Im Nachhinein hätte man es vielleicht auch andersrum machen können. Kommt mir gerade. Aber da geht es ums persönliche Wachstum, um diese Verpflichtung. Boah, es geht darum auch. Ich will mich auch selber weiterentwickeln und vielleicht ein Bewusstsein über meine Trigger bekommen und dann friedvoller in der Welt sein und mich nicht über oder unter andere Menschen stellen. Und ich will den Kreis wertschätzen und uns in unseren verschiedenen Gaben. Weil die haben wir ja auf jeden Fall. Wir sind so verschieden, wir sind Menschen, deswegen sind wir verschieden. Und die Vielfalt, die die Permakultur ja auch toll findet, sage ich mal, die ist ja nicht die Masse an Sachen, die wir zusammen in einen Garten schmeißen, sondern die Vielfalt ist immer die positiven Verbindungen zwischen den einzelnen Elementen. Das ist Vielfalt im permakulturellen Sinne. Und wenn ich jetzt da denke, boah, es geht nicht darum, dass wir einfach ein bunter Haufen
Menschen sind, die ein Projekt zusammen machen wollen, sondern wir brauchen diese Verbindungen. Die sollten vielfältig sein. Und dann können wir uns in unserer Vielfalt wirklich wertschätzen. Und es geht um die Verbindungskraft. Genau. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich würde schon noch einen kleinen Schwenk über die Tiefenökologie machen, damit wir wissen, was die eigentliche Basis des Dragon Dreamings ist. Aber ihr hattet ja auch gestern einen Tiefenökologie-Workshop mit der Alina. Deswegen würde ich das nicht zu doll, also nicht zu sehr, aber für mich ist wichtig, kurz zu sagen, die, die Joanna Macy und auch der John Croft und so weiter, also, und ich denke mittlerweile jeder, aber ich habe da vor wirklich 14 Jahren eigentlich vom John gelernt. Der hat ja hier in der Nähe gewohnt und auch von der Joanna Macy. Und damals war das noch nie so, oh krass, ja, großer Wandel. Und mittlerweile ist das überall, ne? Also in jedem, ich kann es sogar bei unserem Bürgermeister CDU, kann ich sagen, wir befinden uns doch gerade in einer Wandelsituation, in einer großen Wandelzeit. Und der so, ja, voll abgefahren. Also es ist mittlerweile in aller Munde. Teilweise wird es auch ein bisschen missbraucht, aber gut. Die globale Transformation. Und die Joanna Macy und die setzt diesen Wandel, diesen großen Wandel, in dem wir uns gerade befinden, gleich mit den anderen zwei großen Wandeln der Menschheitsgeschichte. Und das ist einmal die landwirtschaftliche Revolution. Die geht eigentlich bis heute. Die geht ganz langsam. Wir wurden sesshaft. Wir haben gelernt, Ackerbau zu betreiben. Es gibt immer noch Nomaden auf der Welt und es gibt immer noch Menschen, die in Städte ziehen. Ja? Dann die nächste Revolution ist klar, die industrielle Revolution, wo wir Menschen gelernt haben, fossile Energieträger zu nutzen. Und ohne die wären wir jetzt nicht hier, ne? Also bei allem, was das auch an Schlechtem gebracht hat und an Umweltzerstörung und Konsum und Kapitalismus und so weiter, trotzdem gibt es was, wo wir für dankbar sein können. Wo man sagen kann, wow, ohne das würden wir jetzt hier auch nicht sitzen und das anhören können und hätten keine Klamotten am Leib zumindest und auch keine Bücher im Hintergrund und nichts. Und jetzt ist der große Wandel von einer von einer, ich sag mal, lebensfeindlichen industriellen Wachstumsgesellschaft hin zu einer lebenserhaltenden, postfossilen Gesellschaftsform. Und das ist natürlich eine positive Vision. Ich kann jetzt auch sagen, naja, also die Nachrichten spitzen sich doch so zu, dass es sowieso den Bach runtergeht und dann ist doch auch egal. Also so Aussagen treffe ich immer wieder, auch bei jungen Leuten leider. Aber im Dragon Dreaming geht es tatsächlich um diese positive Visionskraft und auch was das macht, wenn ich einfach sage, boah, krass, die Erde hat Heilungsimpulse und unser Herz ist groß genug für unser Leben und das Gleiche gilt für die Erde auch und die wird es schaffen. Und klar, es wird chaotisch und die Joanna hat auch immer den Begriff des Great Unravelings genutzt, das heißt das große Auseinanderfallen, wo Dinge gleichzeitig passieren, wo man nicht weiß und wir selber haben die Gestaltungskraft in unseren Herzen, was geben wir mehr Energie? Also gebe ich jetzt gerade diesen positiven Wandel die Kraft, wo ich sehe, oh, krass, es finden so viele krasse Sachen gerade statt, von Vernetzung. Gleich parallel ist dieser Flow Summit. Letzte Woche war dieser Perma-Start Kongress, ja, alle möglichen Sachen, die online gerade gehen, wo Vernetzung stattfindet, aber auch in Wirklichkeit. Es gibt so viele Gemeinschaften wie nie. Es entstehen so viele tolle Projekte, so viele Agroforste, soziale Solavis und so weiter, wo man wirklich sagen kann, boah, ich kann da auch, es ist auch toll, was gerade alles passiert. So, und dem gebe ich meine Energie. Und die Joanna hat auch gesagt, wir leben in einer Zeit, wo wir Sterbehelfer und Geburtshelfer in einem sind. Wir helfen dem einen System auf dem Sterbebett und dem anderen in den Geburtswehen. Und da ist so die Frage, was braucht's da? Weil Sterbehelfen heißt ja nicht, jemanden umzubringen. Also es hat ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Zu viele Veranstaltungen gleichzeitig überfordern, aber auch, ja, ja. Genau, und da braucht's wieder dieses Ankern sich und das Pinakari machen. Und gut wissen, eigentlich, da gibt's auch diese Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen. Ne? Könnte es sein, dass im Raum nebenan auch was Spannendes ist und vielleicht wollt ihr dann in der Mitte mal kurz switchen, weil vielleicht könnte es sein, dass ihr sonst was verpasst. Das kenne ich, das ist echt, ja, da hilft nur Pinakari. Würde ich sagen, weil es ist halt auch mega viel. Ja, und genau, dieses einerseits Geburtshelfer und die andere Seite Sterbehelfer. Und das passiert gleichzeitig. Wir wissen manchmal auch nicht, wo wir gerade eigentlich sind.
Und beim Thema Geburtshelfer finde ich es auch mega spannend, was man eigentlich braucht für eine gelingende Geburt. Da braucht man ganz viel Vertrauen, ganz viel instinktive Verbindung zu sich selber, zu seinem Körper, zu der Erde, ja. Ähm, und das zu nähern und nicht zu denken, boah, ich will es rausziehen schnell und am Ende einen Kaiserschnitt machen. Nein, ich will, dass es sich entfalten kann. Und da brauche ich brauche da ganz viel, jetzt sage ich wieder, ich brauche da ganz viel Pinakari, weil ich muss als Permakulturdesignerin ja auch die Emergenz mit designen. Und das kann im Dragon Dreaming halt passieren, deswegen sage ich das überhaupt. Also, dass ein Feld entsteht, wisst ihr alle, was Emergenz ist? Das ist wo ein Ort, wo was plötzlich entsteht, was ich nicht wusste, dass das je entstehen konnte. Beispiel ist die Laola-Welle im Fußballstadion. Das gab es früher nicht. Also ein Freund von mir war früher im Fußballstadion, da gab es keine Laola-Welle und plötzlich gibt es die überall. Und irgendwer muss doch angefangen haben, das einzuüben. Aber es hat keiner eingeübt. Das haben plötzlich Leute gemacht und dann sitzen sie alle im Stadion und es geht fanübergreifend kommt diese Laola-Welle und weltweit, ja. Das ist plötzlich entstanden. Und so Felder sollten wir kreieren, dass wir nicht wissen, was dann schon am Ende kommt, sondern dass wir gucken, was will eigentlich entstehen. Das ist Geburtshelfer sein. Wir wissen ja auch nicht, wie die Welt aussieht. Bei allem, was möglich wäre, wenn man es so quasi lebenserhaltend und permakulturell und alles Mögliche und friedlich und so weiter gestaltet, haben wir ganz viele Bilder, aber ganz genau wissen wir es doch auch nicht. Und da braucht es manchmal auch, glaube ich, wirklich neue Lösungen, die wir jetzt noch gar nicht denken können. Und da eben ist das Dragon Dreaming, glaube ich, eine gute Sache. Oder halt so ein bisschen bewusstseinsentwickelnd da in die Richtung. Ich wollte jetzt noch eine Sache zum großen Wandel. Ähm, Es gibt da drei Dimensionen und vielleicht auch noch mehr, ja. Die drei Dimensionen des Wandels. Das eine sind die konkreten Aktionen. Das sind wirklich so, okay, ich gehe Bäume pflanzen, ich habe mein Agroforstsystem, ich demonstriere gegen den Castor, ja, und so weiter. Ganz konkrete Sachen, Solavi-Aufbau, Waldgarten und so weiter. Ähm, Die Joanna hat auch immer gesagt, das sind so Holding Actions, aufhaltende Aktionen. Das sind so Sachen, die das ein bisschen abfedern. Es gibt dann trotzdem noch Bäume, auch wenn wir jetzt wissen, es kracht sowieso zusammen. Ja, aber ich kann trotzdem noch einen Baum pflanzen. Ne? Die zweite Dimension sind die neuen Strukturen. Und da hat schon Einstein gesagt, die Probleme der heutigen Zeit werden nicht durch die gleiche Denkweise gelöst, durch die sie entstanden sind. Das heißt, ich brauche andere Arten, die Welt zu sehen, andere Arten, Strukturen zu schaffen, andere Arten von Geldsystemen, von Kommunikationsarten, von Organisationsaufbau, Soziokratie, Regionalwährungen, ne? All das, was auch teilweise aus der Permakultur genährt quasi gerade am Entstehen ist. Regionalwährungen kommen von Margaret Kennedy. Margaret Kennedy war eine Permakulturdesignerin. Und es ist gerade weltweit am sich entstehen. Das sind neue Strukturen und teilweise macht man die, arbeitet daran und keiner sieht's. Wie oft haben wir hier im Kreis gesessen und versucht, unser Entscheidungsfindungstool gut zu entwickeln, dass es so für uns passt und dass wir eine Kreisintelligenz fühlen. Und nach außen wirkt es so, als ob die am Hasslerhof einfach nur dumm rumdümpeln und halt so. Ja? Man sieht es nicht. Manchmal macht man auch irgendwelche Versuche und dann funktioniert es nicht und dann hat man 2 Jahre umsonst gearbeitet. So ein Mist. Also, genau, naja. Und dann gibt es noch den Bewusstseinswandel. Und der ist genauso wichtig wie die anderen beiden. Und das ist der Wandel, wo ich gerade, ja, wo im Prinzip auch das Dragon Dreaming und vielleicht auch die Permakultur des Herzens und alles Mögliche anzusiedeln ist. Weil beim Bewusstseinswandel geht es eigentlich auch darum zu wissen, ey, es geht nicht mehr um Konkurrenz, es geht um Kooperation. Wir als Menschen sollten uns als Menschheit verbinden. Und wir sollten mit der Erde liebevoll in Kontakt gehen und so weiter. Und ich habe mal auf einem Kirchentag, gut, das Beispiel hatte ich beim letzten Dragon Dreaming Workshop auch schon. Ich hoffe jetzt, dass da nicht irgendeiner von euch gesessen hat. Beim Bewusstsein, aber es ist mir so eindrücklich, halt ich hier beim Kirchentag am Bodensee stand mit unserer Transition-Initiative. Wir hatten da so verschiedene Infoflyer zum Thema soziale Lösungen, Geld, Sachen, Ökonomie und aber auch Ökologie. Also so nach den 3 Grundpfeilern der Permakultur aufgebaut und dann Infostand.
Unter anderem war da ein Einkaufsführer von Greenpeace, so im Sinne von Gentechnik und so. Und wir wollten, dass der unter die Welt, unter die Menschen kommt, und deswegen haben wir den da ausgelegt. Und dann kam irgendwann einer von Greenpeace stand und meinte so, warum haben wir da diesen Flyer ausliegen? Und ich war so, ja, weil der geil ist und weil der halt unter die Leute gehört und weil wir wollen, dass da halt mehr Leute den nehmen. Deswegen haben wir den bestellt und legen den hier aus. Und dann meinte er so, ja, aber warum macht ihr das dann nicht über Greenpeace? Und da habe ich gemerkt, geil, geiles Engagement jetzt von ihm aus. Ich will da überhaupt nicht, ja, ich will mich nicht drüber stellen und so weiter. Und trotzdem geht es für mich um was anderes. Es geht darum, dass wir gerade keine Konkurrenz mehr machen zwischen, ob das jetzt hier, keine Ahnung, der Kongress oder das ist oder NABU oder BND oder sonst was. Es geht eigentlich um die Erde und um die Menschheit und lass uns doch unserer Herzensstimme folgen und da das tun, was uns wichtig ist. Und manche siedeln sich eben mehr im Bewusstseinswandel an mit ihren Kräften und die meditieren jeden Tag 2 Stunden. Ich wünschte, ich hätte da Zeit für. Im Moment nehme ich mir die Zeit nicht, weil ich habe ein Kind, ich habe 7 Pferde, ich habe hier die Gemeinschaft. Ich finde das mega cool, dass irgendwer das macht, weil ich bin eher in diesem To-Do, aber ich bin auch Mitte 30. Ich glaube, da sind, kann ich das auch gut sein. Und es gibt einfach verschiedene Qualitäten von verschiedenen Menschen und manche sind eher so im Erdenken neuer Strukturen, andere sind im Erdenken konkreter Aktionen und machen die dann. Und andere sind eher im Bewusstseinswandel. Und ja, das wollte ich noch mal kurz gesagt haben, als Basis. Das ist wie so eine Art Kontext, von dem wir jetzt zum Dragon Dreaming kommen, weil letzten Endes wissen wir es ja nicht, was es für Projekte braucht. Und wir wissen nur, dass wir es nicht alleine können. Ähm, und da kommt jetzt das Dragon Dreaming ins Spiel. Ähm, und das Dragon Dreaming ist eigentlich letzten Endes ist es ja ein Projektmanagement-Tool, so laut John Croft zumindest, um 100% unserer Träume wahr werden zu lassen. Und der John Croft sagt, eigentlich fängt jedes Projekt fängt mit dem Traum einer einzelnen Person an. Und weißt du, wann John nochmal nach Deutschland kommt? Nee, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er lebt. Der lebt tatsächlich in Australien gerade und tatsächlich hat letztens ein Freund von mir ist durch Australien getourt und hat den an der Bushaltestelle getroffen. Und dann haben die irgendwie eine halbe Stunde lang gequatscht und der war total fit und hat die ganze Zeit über Dragon Dreaming geredet und konnte sich an uns erinnern, hier am Bodensee und natürlich und so. Das war total witzig. Die Geschichte hat er mir vor kurzem erzählt, der Freund von mir. Genau. Ähm, also, ich habe, was für ein Streitgespräch? Das interessiert mich. Können wir ja mal, würde es fast lohnen, das Audio freizuschalten. Nee, Quatsch. Wir bleiben mal gerade noch bei Dragon Dreaming und dann später kannst du mal erzählen, was für ein Streitgespräch. Ich hätte tatsächlich auch ein paar Streitgespräche mit John noch offen, wahrscheinlich. Weil es gibt tatsächlich auch einen Teil von mir, der denkt, boah, es braucht noch andere Tools. Das sage ich aber am Ende. Trotzdem finde ich es auch, also für John ist immer dieses 100% der Träume und das ist das Dragon Dreaming und das und so. Und ich finde aber, man darf sich rausnehmen, sich vom Dragon Dreaming auch inspirieren zu lassen und einzelne Werkzeuge dafür zu nehmen, weil die sind so gut, aber es wäre jetzt schade, wenn man dann nur das unter so und so und dann muss man das genauso machen. Und da bin ich so ein bisschen offener. Ja, genau. John hat seine Drachen, mit denen er tanzen muss, wie jeder von uns. Genau, da kommen wir noch zu. Warum heißt es eigentlich Dragon Dreaming? Könnte ich eigentlich jetzt sagen und dann machen wir ein kleines Pinakari und dann machen wir weiter. Okay? Warum heißt es Dragon Dreaming? Ist einmal, äh, in Australien hieß es immer Wagyu Dreaming. Wagyu ist die Regenbogenschlange. Das ist die, die auch auf diesem schwarzen großen Buch von Bill Mollison drauf ist, der ja auch aus Australien kommt. Und die hat von der Mythologie her so eine ähnliche Energie wie bei uns die Drachen hier in Europa. Und die Drachen, wie ich sie jetzt kenne oder was ich damit assoziiere, ist so dieses Ohr, dieses Mystische, was mich irgendwie herausfordert, was mir Angst macht, wo ich merke, oh Gott, da will ich gar nicht hingucken, aber vielleicht auch doch. Und irgendwie ist es mega spannend und gefährlich, ja. Und der John hat gesagt, ja, wenn du eine Kurzfassung von Dragon Dreaming willst, dann sage ich immer so,
Wovor hast du am meisten Angst? Super, da gehst du hin und da gehst du hin zu dem Drachen und lernst mit dem zu tanzen. Also er hat letzten Endes gesagt, wenn wir außerhalb von unserer Komfortzone, also unsere Komfortzone ist sowas um uns rum, wo wir uns richtig wohlfühlen, vielleicht passen da ein, zwei Leute rein, vielleicht auch gar keiner, nur wir selber, da fühlen wir uns wohl. Und sobald wir uns aber außerhalb dieser Komfortzone bewegen, treffen wir die Drachen. Und die Drachen, die lauern uns auf und die wollen eigentlich uns nur zum Tanz auffordern. Und da liegt persönliches Entwicklungspotenzial, ja. Wenn wir nämlich lernen, mit denen zu tanzen und mit unserer Angst zu begegnen, dann können wir uns persönlich weiterentwickeln. Und das wollen wir ja. Und da kann man, also eigentlich immer, wenn zwei Menschen sich begegnen und auch in einem Projektteam, wird man an den Punkt kommen, zu merken, boah, da fühlt sich aber unwohl an. Da will ich aber lieber, boah, da will ich am liebsten weg. So ähnlich wie, okay, ich spüre einen Trigger, ja, wie eben. Ähm, und dann aber zu wissen, boah, krass, es könnte auch einfach nur ein Drache sein. Es könnte ein offener Kreis von mir sein. Es könnte aber auch ein Drache sein. Und den mal einfach zu erforschen und sich hinzusetzen. Der John hat immer in diesen Präsenzworkshops, hat er immer gesagt, okay, jetzt in der Pause, guckt mal, mit wem ihr eigentlich niemals euch jetzt freiwillig ans Buffet stellen würdet und quatschen. Da sind Drachen. Da geht ihr mal hin. Schon spannend. Dann hat das auch schon so, manchmal, wenn man im Kreis sitzt, plötzlich so mit manchen Leuten fließt total und man trifft sich total einfach und mit anderen hat man irgendwelche Widerstände. Und gerade dahin zu gehen, wo die Widerstände sind, das ist eine Einladung im Dragon Dreaming. Weil dann einfach wir uns anders in unseren Gaben wahrnehmen können. Genau. Wollt ihr ein kleines Pinakari? Machen wir mal. Okay. Dann könnt ihr euch, ich mache mal den imaginären Gong. Ding. Dann könnt ihr euch noch mal einmal kurz verbinden mit eurem Stuhl oder eurem Sofa oder einfach ein paar Atemzüge in Ruhe tun. Und spüren, wie die Erde euch trägt. Dann könnt ihr einmal tief einatmen und die Spannung ausatmen, wenn da welche ist. Und wenn ihr jetzt zurückkommt, könnt ihr die Augen aufmachen und irgendwo auf einem Ding verweilen lassen, was nicht der Bildschirm ist. Und dann kommt ihr wieder zurück vor den Bildschirm. Genau. Ich wollte nämlich jetzt weitermachen mit dem Dragon Dreaming Rad. Sozusagen die Grundlage vom Dragon Dreaming ist eine Art kleines Medizinrad. Das sieht so aus. Und zwar ähm, fängt das an mit dem Träumen. Ähm, der nächste Schritt ist das Planen, das Umsetzen und Handeln und dann das Feiern. Das sind die 4 Schritte im Dragon Dreaming. Es gibt ganz viele andere Projektmanagement-Tools, wo es dann anders heißt oder wo es dann 6 oder 8 oder so Schritte sind. Aber letzten Endes ist es ja logisch, dass es irgendwie so eine Bewegung ist. Das ist, glaube ich, auch Natur. Also eigentlich hat er es gar nicht erfunden, ganz ehrlich. Sage ich übrigens auch bei der Permakultur des Herzens, das ist nichts Neues. Permakultur ist nichts Neues. Es ist eigentlich ein Erinnern. Und jetzt bei ihm ist es so, das kommt halt von den Aborigines. Deswegen geht es erstens gegen den Uhrzeigersinn, weil es ist aus der Südhalbkugel gewachsen. Und er hat halt das dann Dragon Dreaming genannt. Und jetzt bleiben wir dabei, weil das ja ein Dragon Dreaming Workshop ist. So, beim Träumen sagt er immer, es geht los mit dem Traum einer einzigen Person. Das heißt, eines Tages wache ich morgens auf und habe eine Idee. Und ich merke gleichzeitig, ich kann das nicht alleine. Und die meisten Träume, er sagt eigentlich 90% aller guten Träume, die wir für die Erde haben, scheitern daran, dass wir sie nicht teilen. Da könnte man gerade schon wieder ein Pinakari machen. Wie viele Träume habt ihr schon gehabt und nicht geteilt, weil ihr es euch nicht eingestanden habt? Oder weil ihr dachtet, nee, zu groß? Oder weil ihr dachtet, nee, ich habe nicht genug Geld?
Ist auch so ein Ding von John, zu sagen, hier, ey, gute Projekte scheitern nie am Geld, die scheitern immer am Commitment. 99%, sagt Daniel. Ja, kann sein. Oder 99,9. Wer weiß, wie viele Leute träumen und das nicht teilen. Dann gibt es die nächste, also das ist dann sozusagen die Traumphase, ja, wo wir dem Traum Kraft geben und wo wir den ins Kollektive auch holen, wo wir den loslösen von von dem Traum von der einzelnen Person hin zu einem kollektiven Traum im Kreis. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel die Idee habt, ihr wollt einen Waldgarten auf der Fläche anlegen, dann merkt ihr auch, boah, es braucht eigentlich ein Team dafür. Und dann geht ihr da hin und sagt, ey, ich habe den und den Traum, erzählt den vielleicht ein bisschen und sagt dann, boah, was braucht ihr dafür, damit ihr euch Teil davon fühlt? Oder damit ihr euch mit vollem Engagement damit einbringt. Da kommen wir später noch zu, wie man dann diese Frage formuliert und was es eigentlich ist und so. Aber auf jeden Fall wird der Traum kollektiv gemacht. Das heißt, man sagt auch auf Wiedersehen oder Tschüss eigentlich zu seinem eigenen Traum, zu deinem eigenen individuellen Traum. Den kann man dann gleich mal loslassen, nachdem man anderen erlaubt hat, damit zu träumen. Dadurch kriegt er halt eine andere Kraft. Ne? Bei mir ging es mal so, als ich meinen PDK gemacht habe, in Siebenlinden, damals also vor 15 Jahren oder so, da saß am ersten Abend mir gegenüber ein Mensch, der Simon hieß, und der sagte, ich habe einen Traum, ich will mit einer Pferdekutsche durch die Gegend fahren und Pizza backen. Und der hat es einfach gesagt. Und ich war so, Alter, geil. Also ich war da absolut nicht der Erste, der das geträumt, die Erste, die das geträumt hat, sondern ich habe mich aufgeschwungen und bin mit in diese Traumenergie rein. Und während des PDKs, der hat 2 Wochen gedauert, haben wir das dann geträumt. Und dann haben wir es umgesetzt. Und das sind die Pferde, mit denen ich jetzt noch zusammenlebe. Und die Kutsche steht hier auch noch. Und den Pizzaofen gibt's auch noch. Aber er selber hätte das niemals alles umsetzen können. Der ist da Träumer gewesen. Und mit ihm, durch ihn, habe ich überhaupt diese Idee mit aufnehmen können. Und wir haben es dann zu zweit und mit vielen anderen auch gemacht, die teilweise dazu kamen. Und ich habe halt komm, lass uns machen auf die Erde. Lass es uns auf die Erde bringen. Das habe ich mit eingebracht. Und auch das Kenntnis. Pizzabäckerei auf dem Pferdewagen Platzmangel oder wie geht das? Na, wir wollten halt, ich weiß nicht, woher dieser Traum kam. Er wollte halt mit einer Pferdekutsche durch die Gegend fahren und Pizza backen. Und dann haben wir das gemacht. Und haben Pferde gekauft, eine Kutsche gebaut, einen kleinen handlichen Ofen uns dann angeschafft, erst selber gebaut, danach gekauft und sind rumgefahren und haben Permakulturstände gemacht und sind ganz örtliche Landwirtschaft angefahren, haben das Gemüse, das Lokale, unter anderem Pastinaken. Manche Leute kennen keine Pastinaken auf Pizza, aber die sind super lecker. Also so, das war dann halt, irgendwann wurde der Traum immer manifester, ja. Genau. Also, ähm, so viel man kann auch aufspringen auf den Traum und kann da voll einsteigen, wenn da jemand auch wirklich loslassen kann. Er hat gesagt, ja, du da, klar, komm rein. Er hat auf Wiedersehen gesagt zu seinem eigenen Traum. Ich glaube, der wollte mit Kaltblütern, ich wollte mit Kleinpferden und so weiter. Also es hat sich dann verschieden geäußert am Ende. Dann ist hier eine Schwelle, das ist eine schwarze Linie, ne? Die ist von Träumen zum Planen, weil da sind wieder 99% der Träume, die schaffen es nicht, über diese Schwelle zum Planen zu kommen. Weil wir einfach in der Luft hängen bleiben, weil es gibt auch Menschen, die sind einfach nur Träumer. Und wenn die sich dann mit 4, 5 anderen Träumern zusammentun, dann wird es echt schwer, das Ding ins Planen zu bringen. Und da ist wie so ein kleiner Schwellenhüter, der fragt, was willst du mitnehmen und was lässt du da? Und was geht jetzt in den Plan? Beim Planen gibt es ein tolles Tool, das heißt Spielplan oder Karabirt, Spinnennetz. Das soll auch die kollektive Intelligenz fördern und nicht nur dieses lineare. Also es ist natürlich ein lineares Herangehen, weil ich muss mich fragen, was für Schritte brauche ich, damit die wahr werden, damit die Träume wahr werden. Das ist natürlich einerseits linear, aber nicht alles. Also eigentlich ist nichts linear. Ich möchte ein Luftschiff mit perlmuttfarbenen Schuppen und meine Freunde damit vom Balkon abholen, habe lang daran geplant und aus Kostengründen verworfen. Ballonführerschein und Ballon sehr teuer. Naja, komm. Also, da kommen wir gleich noch zu dem Thema Fundraising und Geld, vielleicht, wenn ihr wollt. Ähm, genau. Dann gibt es hier natürlich nochmal eine Schwelle zwischen Planen und Handeln, ähm, weil
es braucht irgendwann die Namen, die dahinter stehen, hinter den konkreten Schritten. Wer macht was? Wenn keiner was macht, dann geht es nicht in die Umsetzung. Ziemlich einfach eigentlich, aber trotzdem ein cooles Werkzeug, einfach um das transparent zu machen. Ähm, und der John sagt immer, hier beim Handeln, kurz vorm Feiern, da ist das Potenzial, einen Burnout zu kriegen am höchsten. Wir müssen ins Feiern gehen. Und das Feiern im Dragon Dreaming ist nicht, dass wir viel Bier kaufen und laut Musik anmachen und wild rumtanzen. Kann ja auch ein Ausdruck sein von Feiern gemeinsam, wenn das unsere Art zu feiern ist. Aber es ist auch dieses, boah, ich sehe dich in deinen Kräften, in deiner Kraft, ich sehe dich in deinen Schwächen, ich sehe dich in deinen Drachen, mit deinen Drachen, ich sehe uns mit unseren Drachen. Ich sehe uns so, wie wir sind. Kommt man wieder zur Permakultur des Herzens eigentlich. Das ist dieses Feiern, dieses Wahrnehmen, Feedback. Hm. Hm. Ich dachte dann an den Spruch, habe mehr Träume, als die Realität zerstören kann und bin nun Gleitschirmpilotin. Wie geil. Ja, cool. Und das Feiern, kennt ihr Avatar, diesen Film, wo er wo sie zu ihm sagt, I see you, ich sehe dich. Dieses Sehen, das ist das Feiern im Dragon Dreaming. Und genau, und wenn wir das schaffen, durchs Feiern zu gehen, dann kommen wir auch wieder in eine visionäre Kraft, um das nächste Projekt auf die Erde zu holen. Wenn wir aber da aufhören, dann sagen wir, boah, nee, mit dieser Gruppe auf keinen Fall und außerdem mache ich nie wieder einen Waldgarten. Zum Beispiel. Also das ist jetzt sehr komplex. Das ist jetzt das Einfachste, wie man es darstellen kann. Es gibt, ich schicke euch gleich noch Links da rein. Das ist alles Open Source. Es gibt viel, was online dafür verfügbar ist. Ich fand das jetzt einfach cool, euch wie so eine Art kleinen Input zu geben und dann könnt ihr selber weiter gucken, was euch interessiert, ne? Und wo ihr tiefer rein wollt. Und es gibt ein Dragon Dreaming Playbook, wo das alles wirklich richtig detailliert beschrieben ist, wenn ihr das anfangen wollt, in eurer eigenen Projektgruppe anzuwenden oder selber genau, wenn ihr es gibt auch da ein Verzeichnis von lauter Dragon Dreaming Trainern, die kommen, um eure Projektgruppe zu begleiten, weil es ist tatsächlich auch cool, von außen da gecoacht zu werden. Aber manches kann man auch einfach selber machen. Dafür ist das auch Open Source. Und in Wirklichkeit ist das so eine Art fraktale Natur, sagt der John immer. Eigentlich ist jeder der 4 Schritte in jedem der 4 Schritte. Also ich mache ja jetzt gleich auch, also ich mache ja auch einen Plan, dass wir jetzt gleich einen Traumkreis machen zum Beispiel. Oder ich mache, dann muss ich das ja auch umsetzen. Ich muss ja praktisch träumen und so weiter. Und was auch spannend ist, wir haben dann auch mal gefragt, hier John, du bist hier auf der Nordhalbkugel, warum lässt du es immer noch gegen den Uhrzeigersinn laufen? Und dann hat er gesagt, ja, es ist schon auch super komplex, weil wenn man unseren Kopf genau in der Mitte durchschneiden würde, so, ja, sieht man da das Abbild unserer Gehirnhälften. Also hier sind die Augen. Wir gucken nach vorne. Dann ist die rechte Gehirnhälfte ist das Träumen und Feiern. Die linke Gehirnhälfte ist das Planen und Umsetzen. Da befinden sich viel die Aborigines. Die können auch tagsüber, sind die in der Dreamtime. Die können da alles Mögliche. Die können telepathisch sich verständigen und so weiter. Beim Träumen nachts, da können wir zugleich Kind und Ältester sein. Wir können fliegen, wir können und so weiter. Gibt es keine Grenzen. Ne? Während hier, das ist eher dieses lineare Denken. Und im Dragon Dreaming versuchen wir, diese beiden ein bisschen mehr in Kontakt miteinander zu bringen und hin und her zu switchen, wann wir wollen. Also es ist letzten Endes auch ein Gestaltungstool für Permakultur des Herzens, weil ich kann lernen, wenn ich total die Planerin bin und meine Komfortzone ist da, wo es Pläne gibt, wo es von A nach B nach C geht und wo man logisch denkt. Dann kann ich aber, weil ich da das Bewusstsein zu habe, natürlich trotzdem mich öffnen für Menschen, die andere Impulse reinbringen, nämlich die ihre Kraft im Träumen haben oder im Feiern. Und da sind meistens die Drachen am größten, ne? Bei den Polaritäten. Also ich als Feierer
habe meistens ein Problem mit den ganzen Kritikern, die dann immer alles auf Realität und alles auf Machbarkeit und so weiter überprüfen müssen, ne? Und Träumer auch. Und der John hat auch gesagt, das ist sogar teilweise kulturabhängig. Der ist ja viel rumgekommen und der sagt immer so, ey, in Deutschland gibt's echt die besten Planer, aber Feierer hat er oft nicht gefunden und hat dann immer gesagt, ey, 25% des Projektes soll Feiern sein, auch des Budgets. Finde ich jetzt wiederum Quatsch, weil ich kann Feiern auch kostenlos, weil ich kann dich sehen, das kostet nichts. Ich kann Räume der Feedback und so weiter. Aber gleichzeitig ist auch manchmal schön, zusammen essen zu gehen und sich eine Pizza zu kaufen oder irgendwas Schönes anderes zu erleben, was halt Geld kostet. Ja. Ähm, Das war zu diesem Dragon Dreaming Rad. Das ist auch noch komplexer, weil es gibt dann immer so verschiedene Schritte noch in dem Träumen und in dem Planen. Das findet ihr dann online. Ich schicke euch jetzt gleich mal diese Links, wo ihr dann weitergehen könnt. Gibt es bis hierhin noch Fragen oder Beiträge? Ihr könnt auch, also die da hier voll schon im Dragon Dreaming sind, ihr könnt auch mal irgendwie ein Statement machen oder eine Frage stellen oder ein Aha-Erlebnis teilen. Würdest du sagen, es ist schon besser, sich oder die Mitträumenden klar in den einzelnen Aspekten zuzuordnen? Oder darf es auch etwas mehr verschwimmen? Da sind jetzt schon Antworten von den anderen Teilnehmern. Genau, es ist tatsächlich auch ein cooles Tool, diesen Plan auf den Boden zu legen. Man hat 4 Himmelsrichtungen, 4 äh, schreibt man einmal auf den Zettel planen, handeln, träumen, feiern, legt es auf den Boden und dann kann man sich in der Projektgruppe mal zuordnen in Bezug auf dieses Projekt. Und das heißt gar nicht, dass man das für immer ist, sondern man ist es vielleicht in dem Moment oder man steht zwischen 2 Quadranten oder man steht genau in der Mitte. Das ist alles erlaubt dann, ne? Aber es ist schon so, wir haben alle 4 Quadranten in uns, auf jeden Fall. Aber wir haben manchmal verschiedene Ausprägungen und das hängt auch von dem Projekt ab. Es gibt Projekte, wo ich eher in der Traumenergie bin, zum Beispiel bei uns im Garten. Ich setze da fast gar nichts um, weil ich nicht es auch noch schaffe, das Kleingemüse im Blick zu behalten. Aber wenn wir so im Träumen rund um Landschaftsgestaltung, Wassermanagement und so weiter, da habe ich schon auch gerne meine Träume mit dabei. Ähm, Bei anderen Dingen bin ich eher im Umsetzen und genau, also man muss ja trotzdem irgendwie sich managen innerhalb der vielen verschiedenen Projekte. Genau. Und Persönlichkeitsanteile zum Beispiel, Fragezeichen, genau, das ist eben genau das. Also es gibt Leute, die schon eher besser träumen und besser feiern können als planen. Und dann ist es doch cool. Also der John sagt sogar, eigentlich ist ein Projekt nur nachhaltig, wenn wir mindestens 4 Personen in der Projektgruppe sind, weil dann haben wir die Chance, 4 verschiedene Quadranten zu verkörpern. Das ist übrigens auch nicht nur John. Es gibt noch andere tausende solche Tools, und eins haben wir jetzt ganz frisch in der Gemeinschaft gemacht, das heißt Team Management System. Das ist so ein ganz trockenes Projektmanagement-Tool. Hat 8 Persönlichkeitstypen. Und man sagt immer, man hat eine Hauptrolle und 2 Nebenrollen. Und das hat natürlich was mit seiner eigenen Gabe zu tun, natürlich. Ob ich jetzt visionär bin und voll schnell Ideen kriege und auch so große Dinge denken kann oder ob ich eher so Routinen mag und lieber das ausführe, was andere mir sagen. Das ist doch auch eine Gabe. Ein Glück gibt es Leute hier am Haslachhof, die die Buchhaltung richtig sorgsam machen. Ich selber wäre es nicht. Und ich bin so dankbar. Und die sind vielleicht nicht die, die dann als erstes, mit denen ich mich austausche, wenn wir in irgendwelche neue Visionsentwicklungen gehen. Ne? Und das ist immer so. Und nicht jeder kann so von einer Gruppe reden, wie ich das jetzt kann. Aber dafür hat er ganz andere. Also das ist eben das, was, glaube ich, das Dragon Dreaming auch ermöglicht. Aber auch alle anderen solche Kreise, so 8 Schilde und so weiter, mit denen wir auch arbeiten, dass wir einfach einen ganzheitlicheren Blick auf unsere Vielfalt bekommen und uns dann mit unseren Drachen und mit unseren offenen Kreisen einfach wahrhaftiger zeigen können und in die Kraft gehen können. Das denke ich, also vor 3 Jahren war ich an einem Punkt am Haslachhof, das endlich mal erlebt zu haben, wie es sich anfühlt, dass ein Kreis stärker ist als ich selber. Und zu wissen, ganz tief zu wissen, wenn ich alle Entscheidungen hier nur alleine getroffen hätte, wäre das Projekt noch lang nicht so stabil wie jetzt. Und zu wissen, und dieses tiefe Vertrauen, wenn wir uns alle im Kreis setzen und alle gehen in ihre Gaben und so, wie sie wirklich gemeint sind, dann ist jede Entscheidung super nachhaltig.
Und das ist, glaube ich, warum sich Gemeinschaften überhaupt gründen, um sowas zu erfahren und immer mehr verkörpern zu können und nicht immer nur zu hoffen, dass irgendwann ich mal in einem Kreis sitze und da so eine Kreisintelligenz spule, sondern tatsächlich das immer mehr als, ja, als Erfahrung auch zu haben. Und das ist wenn ich mit Dragon Dreaming halt Projekte umsetze, lädt das Dragon Dreaming sozusagen dazu ein. Wenn man einfach nur reinstolpert in ein Projekt und hat gar keine Werkzeuge und gar keine gemeinsame Sprache und kein gemeinsames Rangehen, dann ist es also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, da menschelt es so schnell und wir haben so wenig Tools. Und auch wenn es alte Tools sind, wo ich eben gesagt habe, wir müssen uns nur erinnern, aber wir sind teilweise so entfernt von diesem Erinnern, dass wir da nicht davon selber drauf kommen. Deswegen gibt es diese ganzen Gemeinschaftsbildungstools und Kommunikationsarten, gewaltfreie Kommunikation und so weiter, ne? Weil es das einfach braucht, damit wir jetzt gerade eben jenseits von Konkurrenz Projekte gestalten können, die dem Wandel, diesem positiven Wandel dienen. Genau. Welche rechte Gehirnhälfte und linker Uhrzeigersinn habe ich nicht richtig mitbekriegt. Warum nicht andersrum? Ah, dann hat jemand schon geantwortet. Ja, theoretisch müsste es für uns andersrum geschrieben werden, aber dann wäre halt dieses Ding mit den Gehirnhälften nicht mehr. Deswegen hat das dann gelassen und hat halt gesagt, ja, es kommt halt von der Südhalbkugel, deswegen machen wir es gegen den Uhrzeigersinn. Und dann kann man wirklich hier vorne, wenn hier meine Augen sind, ist hier vorne in der rechten Gehirnhälfte, ist das Träumen. Und da ist das Planen. Und da ist das Handeln und das Feiern. Und das fand er halt cool. Und deswegen hat er es so gelassen, genau. Also es ist eigentlich nur eine weitere Ausführung dieses krass komplexen, so einfach aussehenden, aber doch komplexen Ding. Weil man kann dann nämlich auch sagen, okay, hier der Bereich Träumen und Feiern, das ist ganz praktisch, das machen wir, ne? Und hier ist es teilweise, Quatsch, ähm, genau, hier ist es im Individuum, das machen wir in unserer Projektgruppe und mit uns selber. Hier ist es im Außen. Wir setzen den Plan vielleicht auf die Homepage und handeln im Außen. Während das hier kann auch ganz heimisch still und leise in meinem Kämmerlein stattfinden. Das hier. Das ist im Außen, das ist im Innen. Und hier oben ist dieses Theorie, also das theoretische Denken ist hier oben. Wir müssen den Traum entwickeln. Wir sitzen dazu ja im Kreis und sprechen den aus und schreiben den auf und so und planen. Und hier unten das Handeln und Feiern, das ist halt praktisches Tun. Feiern kann man nicht planen. Feiern macht man. Und da spüren wir dann am Ende, ob wir wirklich gefeiert haben oder ob wir nur eine Party geschmissen haben und alle sind rumgerannt und haben die anderen Leute bewirtet. Ne? Das ist dann nämlich keine Feier für uns gewesen. Aber vielleicht haben wir da hingeschrieben, dass es eine Feier für uns ist, aber in Wirklichkeit war es einfach nur anstrengend und eigentlich müssen wir danach dann erstmal richtig durchatmen. Genau, Moment, jetzt mache ich mal weiter. Ich arbeite alleine und natürlich auch in Gruppen, gern mit dem Design-Web von Nubi, fließend oder oh, je nach Energielage hüpfend und integrierend. Genau. Das ist auch ein super Tool tatsächlich. Wäre es wert, auch mal irgendwann eine Einführung zu machen. Das Design Web, die hat das People and Permaculture Buch geschrieben und da ist es drin. Und in der Permakultur Akademie wird auch mit dem Design Web gearbeitet. Genau, und da geht es auch viel um dieses, eigentlich ist alles gleichzeitig und eben nicht nur SADM, OPREDIMIT, diese ganzen, sage ich mal, sehr linearen Permakultur-Gestaltungs-Prozessmodelle, ne? Und das Dragon Dreaming ist eben vor allen Dingen für Gruppen ein Prozessmodell. Aber ich kann Tools davon auch natürlich für mein eigenes Leben nehmen, wie du jetzt gerade gefragt hast, Anja auch. Genau. Ich bin selbstständig, teile klar Arbeitszeiten in Kreativ, Planen, Kommunizieren und so weiter. Fokusblöcke nenne ich das. Circa 45 Minuten kann auch ein ganzer Tag in einer spezieller Energie sein, wenn es das braucht. Ja, genau. Genau. Ja, ihr könnt ja einfach den Chat so ein bisschen mitlesen. Ich lese das jetzt nicht alles vor, sonst wird es irgendwann zu viel. Ich gucke mal gerade nach, ähm, ja, eben Kreis in Himmelsrichtungen, Planen in den Norden. Ja, das ist so ein bisschen, da fände ich jetzt ein bisschen zu weit hergeholt, dann auch noch da verschiedene andere, sage ich mal, Entsprechungen in verschiedenen anderen Medizinrädern draufzusetzen. Das würde ich jetzt nicht. Wir arbeiten hier tatsächlich mit ganz vielen Medizinrädern, auch den 8 Schilden. Hier Wilder Jan reagiert. Ja, genau. Also man kann es auch einfach echt zu kompliziert machen. Und wenn man mit den 4 Schilden arbeitet, hat der Norden eine andere Bedeutung als da. Und hier sind ja eigentlich Planen und Träumen im Norden und so weiter. Also da muss man sich nicht zu
Und trotzdem ist es inspirierend, letzten Endes als Permakulturdesigner und mit Permakultur arbeitend verschiedene solche Kreismodelle zu kennen. Also ich würde auf jeden Fall, wenn euch sowas interessiert, kann ich die 8 Schilde wärmstens empfehlen, wenn das jemand noch nicht gehört hat, da mal weiter zu forschen. Das ist auch ein Achterrad mit verschiedenen Qualitäten und an, eigentlich an unseren 8 Himmelsrichtungen aufgehängt und den Qualitäten von denen. Genau. Genau, die Tools vorstellen, die ich vorhin angesprochen habe. Genau, ich habe noch eine halbe Stunde. Wie kriegt man das Kopfete zum Feiern? Die kriegen meist vom Plan nicht genug und dann ist oder soll keine Zeit sein. Naja, man kann, also das ist eben das Ding, es braucht schon, deswegen denke ich manchmal, es braucht wie so, also im Moment begleite ich so eine freie Schulgründungsinitiative auch mit Dragon Dreaming. Das ist total cool, wenn euer Projektteam diesen Input sozusagen gemeinsam hat. Von außen oder von euch, wenn ihr den teilen könnt. Weil das ist dann wie eine Art gemeinsame Sprache und man hat dann eine gemeinsame Wertschätzung dafür. Hey, feiern ist wichtig. Das ist erwiesenermaßen so. Punkt. Komm, lass uns doch mal gucken, wie kriegen wir es denn hin? Wir sind vielleicht alle keine Feierer oder nur einer von uns ist ein Feierer, aber wir wissen alle, dass das wichtig ist. Also lass uns doch mal gucken, wie feiern wir denn? Ja? Und das Gleiche, also wenn man so eine gemeinsame Sprache hat, dann macht es das Leben ein bisschen einfacher. Das Gleiche ist, wir haben dann manchmal, auch bei dem Kutsch-Projekt, haben wir manchmal gedacht, boah, uns fehlt gerade ein bisschen die Traumenergie. Dann hatten wir so Buttons, wo dann immer der Träumen drauf stand und feiern und planen und umsetzen. Ähm, und haben uns dann einfach mal einen Tag lang einfach in diese Traumenergie gebeamt. Natürlich nicht nur, weil die Pferde mussten ja trotzdem versorgt werden, aber ähm, einfach so gemeinsam da einen Blick drauf zu haben, weil es kann immer sein, ihr seid plötzlich zu viert in der Projektgruppe oder zu fünft und wenn ihr euch aufstellt, sind da trotzdem 2 Planer, 2 Träumer, ein Umsetzer und kein Feierer. Ja, dann ist es aber die Aufgabe von euch allen, diese Feierenergie zu kreieren, weil es ist auch für den Planer irgendwann so, dass ein Burnout kurz bevorsteht. Also das soll jetzt mal die Antwort auf die Frage sein. Es ist eigentlich so ein gemeinsames Bewusstsein, was entwickelt wird. Und eigentlich da, wo kein Name steht, am Ende im Dragon Dreaming, da ist die ganze Projektgruppe für verantwortlich. Genau, ich finde es toll, aber auf deiner Internetseite stehen keine aktuellen Seminare. Würde das gerne mal mit live erleben. Moment, ich gebe euch mal gerade noch, bevor wir es noch vergessen, das, die beiden Links, weil tatsächlich gebe ich selber keine Dragon Dreaming Kurse, wenn ich nicht, ich mache eher so Projektbegleitung. Also wenn ihr eine Projektgruppe habt, dann kann es sein, dass ich euch online oder eben live begleiten kann, aber ich mache jetzt nicht so eine Einführungskurse, wie der John Croft das immer gemacht hat. Das machen aber andere. Ähm, ja, ähm, cool, hier kommt noch so ein Permastart Bokashi einmal im Selbstbau-Kurs, Link, aber wer weiß. Ja, kann auch sein, dass da Dragon Dreaming Tool-Sachen hochgeladen sind. Und auf dieser letzten Seite, dragondreaming.org, da gibt es auch ein Trainerverzeichnis und vielleicht sind da auch Seminare. Genau. So, jetzt war die Frage nach den Tools, ne? So, das ist gut, weil wir haben jetzt 51, noch ungefähr ein bisschen mehr als 20 Minuten und das schaffen wir noch. Ähm, und zwar gibt es den Traumkreis als Tool, was ich sehr, sehr schätze und wo ich dann zum Beispiel so weit gehe und zu sagen, naja, in manchen Fällen gehe ich dann gar nicht mit dem Dragon Dreaming weiter, aber der Traumkreis ist trotzdem ein cooles Tool und das nehme ich mir raus. Ja. Ähm, und zwar ist es so, wenn jetzt, also ich mache das mal an einem Beispiel und wir können gucken, ob das Beispiel Kraft bekommt und ihr das einfach als Beispiel schneller greifen könnt, als wenn ich das jetzt einfach rein theoretisch erzähle. So, ihr seid jetzt hier in dem Waldgartenkongress. Ich habe schon gehört, wahrscheinlich gibt es Lust, den nochmal zu machen. Und jemand wie Ramos, ist der gerade hier? Nee, ne? Nee, ist nicht hier, aber in dem anderen Raum wahrscheinlich. Und vielleicht ein paar andere. Anouk war auch auf jeden Fall eine der, ne, die dabei waren. Irgendwo hat der Traum mal angefangen, lass uns einen Waldgartenkongress machen, lass uns Fördergelder klar machen und lass uns die Referenten und so weiter
der Traum wird gerade im Moment umgesetzt, ne? Und was wir jetzt machen könnten, wäre uns zu fragen, wie müsste eigentlich dieser Waldgartenkongress nächstes Jahr sein, damit ihr wieder voll dabei seid und damit ihr sagt, boah, es hat sich voll gelohnt, dieses Wochenende vor diesem Bildschirm zu sitzen. Das nennt sich, also das ist eine Frage, die nenne ich oder nennt John Croft generative Frage. Und das ist der Start von jedem Traumkreis. Also wenn ihr jetzt gerade am Mitschreiben seid, Überschrift ist Traumkreis, darunter kommt generative Frage Doppelpunkt und das ist eine inspirierend gefasste Frage, die offen ist und wo man leicht einsteigen kann, selber zu träumen. Also wo ich dann zum Beispiel, wo dann der Simon, meinetwegen, der mit der Kutschreise, boah, ich habe den Traum, mit einer Pferdekutsche durch die Gegend zu fahren und Pizza zu backen. Wie müsste sich dieses Projekt entwickeln, damit du sagst, du bist mit vollem Herzen dabei? Ja? Könnt ihr das spüren, diese Formulierung? Wie sollte sich oder wie müsste sich dieses Projekt in einem Jahr anfühlen? Damit du sagen kannst, du bist von vollem Herzen dabei. Andere sagen auch, damit du sagen kannst, es hat sich voll gelohnt, dabei zu sein. Ich bin nicht so auf dieser Seite von gelohnt und nicht gelohnt und am Ende kommt dann doch wieder Geld und so. Also da, sondern dieses, boah, krass, ja, da hat sich's voll gelohnt, dabei zu sein. Da bin ich gern dabei gewesen. So. Und wir könnten das jetzt einfach durchspielen an dieser Frage mit dem Waldgartenkongress. Aber ich muss noch ein paar Sachen vorher sagen zum Einführen des Traumkreises. Also erstes ist, es wird diese generative Frage gemeinsam entwickelt ähm, im, in dem Projektteam, weil vielleicht triggert irgendwen das Wort gelohnt total, der will das da nicht drin haben. Es braucht irgendwie eine schöne Formulierung der Frage, wozu alle sagen können, boah, ja, da kann ich andocken. Ja? Und dann gibt es ein paar Regeln. Einmal, ich hole mal gerade hier noch. Oh. Ich habe hier so eine Kristallkugel, direkt von John Croft höchstpersönlich mir geschenkt worden. Das ist ein Redegegenstand. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr alle wisst, was das sein kann. Aber falls nicht, so ein Redegegenstand braucht es in einem Traumkreis. Man sitzt im Kreis. Deswegen machen wir das jetzt, wenn dann wirklich exemplarisch mit 66 Leuten im Kreis zu sitzen, würde gehen, aber online finde ich es schwierig. Und dieser Redegegenstand wandert von Person zu Person. Und ich gebe eine Antwort auf diese generative Frage, wenn ich gerade da andocken kann und einen Traum habe. Und wenn ich einen Traum habe, dann sage ich auch nur einen, also ein oder zwei Träume. Es muss eine gewisse Dynamik sein. Ich kann jetzt nicht den kriegen und dann sagen, okay, die und den Speaker brauche ich, den und den Speaker brauche ich, das und das und das und das und das, sondern und red dann 10 Minuten, sondern ich sage vielleicht eine Sache, die mich interessiert, die ich nächstes Jahr will, dass sie dabei ist und dann gebe ich den Redegegenstand weiter. Wenn ich nicht spüre, dass ich was dazu zu sagen habe, dann gebe ich ihn einfach weiter. Das ist tatsächlich beim letzten Online-Ding wurde dann erstmal 5-mal hintereinander weitergegeben, weil dann erstmal es schwierig war, da reinzukommen. Und dann hat irgendeiner angefangen zu träumen und plötzlich kamen ganz viele Träume. Ähm, und das ist so, dass der Redegegenstand wandert im Kreis rum und kommt öfter an dir vorbei. Also wenn du einmal aussetzt, weil du gerade keinen Traum hast, vielleicht hat die Person vor dir genau das gesagt, was du auch sagen wolltest. Das ist die Magie dieses Kreises. Dann musst du es nicht nochmal sagen, weil es geht da nicht drum, wer es sagt, sondern einfach, dass es aufgeschrieben ist. Und dann gibst du es weiter und kommst beim nächsten Mal wieder rein. So. Ähm, Dann gibt es noch den Trick, noch eine Regel, die sagt, nach ungefähr einer Stunde sollte Schluss sein. Höchstens 1,5. Und man begrenzt den Traumkreis durch eine Zeitangabe. Also wenn ich jetzt träume, wie soll sich die Gemeinschaft Haslachhof in den nächsten 30 Jahren entwickeln, damit sie mein Projekt des Lebens ist, dann kann das so abheben, weil wir können einen Zeitraum von 30 Jahren kann man sich nicht als Mensch in diesem Kreis gerade vorstellen. Man würde dann sagen, in den nächsten 2 Jahren oder in den nächsten 5 Jahren, ja. Wir können auch nicht wissen, wie in 20 Jahren der Waldgartenkongress sein wird, weil wir gar nicht wissen, ob dann noch Computer und so weiter. Also, aber nächstes Jahr, das ist eine überschaubare Sache. Ja? Also man muss gucken, dass es ein bisschen Bodenhaftung behält. Ähm, genau. Und dann gibt es noch die Regel, sag niemals Nein zu den Träumen von anderen Leuten. Und das ist ein bisschen schwer, weil so ein Traumkreis kann auch zeigen, dass ihr nicht gemeinsam weitergehen werdet. Und das ist ja gut. Aber innerhalb des Traumkreises fangt ihr bitte nicht an, irgendwie da komplett aus dieser Traumkreisenergie rauszugehen.
und anfangen in irgendwelche richtig falsch oder Diskussionen oder nee, so nicht. Also zum Beispiel, was ganz oft ist, ist, wenn eine Gemeinschaft geträumt wird und einer träumt von 120 Leuten und wer anders träumt von 12 Leuten, dann kann es nicht gemeinsam weitergehen. Wenn derjenige, der 12 Leute will, höchstens 12 Leute will, weil er will eine intime Gemeinschaft. Und wer anders will ein 150-Leute-Projekt, weil er will einen Ökodorf-Charakter. Dann ist das einfach nicht das gleiche Projekt. Das ist doch gut, wenn es rauskommt. Trotzdem muss man dann nicht in dem ähm, Traumkreis selber schon sagen, okay, dann lass was. Weil da werden trotzdem noch Träume ausgesprochen, die vielleicht wertvoll sind. Ne? Und ich hatte schon tatsächlich Projektgruppen, die nach dem Traumkreis krachen gegangen sind und sich aufgeteilt haben. Aber besser, die machen das sofort am Anfang, als dass sie das erst merken, wenn sie den Platz schon gekauft haben, denke ich mir. Also von daher alles gut. Es kann sein, dass es danach eine andere Klarheit gibt, weil wenn es da jemanden gibt, der, keine Ahnung, jetzt davon träumt, den AfD-Landtagsabgeordneten zum nächsten Waldgartenkongress einzuladen, dann würdest du jetzt vielleicht, Stefan, nicht sofort sagen, stopp, wir hören jetzt sofort auf, alle verlassen den Raum, sondern du würdest sagen, Schluck. Trotzdem würdest du es wahrscheinlich anders sehen und anders umsetzen, weil das ist nicht dein Traum. Das kannst du ja trotzdem unterscheiden, ne? Also, gut. Er wäre Äh, sowieso auf Mute. das stimmt. Genau, du bist jetzt gemüt. Genau. Und genau. Jetzt ist halt die Frage, könnt ihr euch das gerade gut vorstellen, wie so ein Traumkreis das dann sich entfaltet? Oder wollt ihr es praktisch erleben? Ja, kannst du es dir vorstellen? Reicht so, praktisch. Praktisch. Ich würde sagen, wir machen einfach, wir machen es anders, weil wenn ich jetzt an irgendwem weitergebe und derjenige gibt wieder weiter und dann geben wieder weiter und wieder weiter, dann verlieren wir viel Zeit. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach die gerne zu dieser folgenden generativen Frage was sagen wollen, die geben das Handzeichen und werden unmuted und sagen das. Ah, was noch wichtig ist, es wird alles mitgeschrieben. Das mache ich in dem Fall. Ja. Ähm, und dann gehen wir zusammen weiter. Okay, also die Frage ist, wie sollte der Waldgartenkongress 2025 sein, damit du wieder voller Freude und engagiert vom Rechner sitzen willst und es sich gelohnt hat, teilzunehmen? Manchmal ist es so, in einem Traumkreis sagt plötzlich wer anders deinen Traum. Und das ist eine besondere Energie, wenn du plötzlich merkst, krass, es geht gar nicht darum, ob ich jetzt dabei wäre oder nicht. Oder eigentlich bin ich ja Teil des Kreises, aber das wird auch so gesagt. Ähm, und das passiert manchmal. Vielleicht gab es ein paar, die was Ähnliches geträumt hätten und nur nicht schnell genug waren, sich zu melden oder gedacht haben, ach, ist nicht so wichtig. Und wer anderes spricht es aber aus. Ähm, Und das könnten wir jetzt noch lange weitermachen und dann hätten wir bald irgendwie so ein paar DIN A4 Seiten Träume für den nächsten Waldgartenkongress. Das will ich jetzt aber nicht, aber ist trotzdem cool, das kurz. Was auf jeden Fall, was ich noch vergessen habe als Regel tatsächlich oder was ihr aus Moderatorsicht, wenn ihr jetzt selber einen Traumkreis sozusagen anstoßt in eurer Projektgruppe, ist es wichtig, dass ihr den Leuten sagt, dass sie positiv träumen sollen. Das ist jetzt hier hauptsächlich passiert, aber zum Beispiel hat einer gesagt, nicht nur Vorträge. Du hast dann gleich danach gesagt, aber konkrete Workshops. Genau, es geht um diese konkreten Workshops und gar nicht so um dieses, was du nicht willst. Wobei das jetzt in dem Fall habe ich mich nur dran erinnert. Es geht einfach darum, dass nicht dann am Ende Leute sitzen, die sagen, alles, was ich nicht will, sondern es geht beim Traumkreis darum, was will ich? Das ist so ähnlich wie wenn ihr also ich habe das letztens, hat mir das eine gesagt, ey, wenn ihr in Google was eingebt, dann schreibt ihr ja auch nicht rein, was ihr nicht wissen wollt, sondern ihr schreibt ja rein, was ihr wollt. Und so ist der Traumkreis auch. Also, dass ihr einfach wirklich, und wenn da einer von euren Teilnehmern aus eurer Projektgruppe vielleicht anders drauf ist und lieber sagt, was er nicht will, dann könnt ihr als Moderator denen helfen zu sagen, und wofür, was würdest du träumen? Und dann kann das eine andere Kraft bekommen. Genau. Am Ende des Traumkreises liest man, also jetzt ist es echt schnell durchgegangen, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich alles so richtig gut mitgeschrieben habe. Also nicht persönlich nehmen, wenn da jetzt irgendwas hinten runterfällt. Aber man liest
den Traum so vor, als ob er passiert ist. So, jetzt pass mal auf. Der nächste Waldgartenkongress 2025 findet in einem Waldgarten statt. Es gibt konkrete Workshops für konkrete Fragestellungen. Nicht nur Vorträge, sondern es gibt auch Angebote in einem extra Raum, um sich weiter auszutauschen. Es gibt als Angebot einen extra Raum, um sich weiter auszutauschen und zu vertiefen. Wir bündeln die Austauschenergie, die sich nach den Vorträgen entwickelt. Wir haben außerdem das Beamen gelernt und alle treffen sich gemeinsam vor Ort im Waldgarten. Das Thema Pflanzenfamilien, Arrangements von Pflanzen im Hügelbeet findet seinen Platz. Wir feiern und es gibt mehr Zeit für Regeneration, auch gerne aktiv und gemeinsam. Es gibt nur halbe Tage von dem Kongress, dafür über mehrere Tage. Damit sitzen wir nicht den ganzen Tag vom Rechner. Und es gibt keine Überlagerungen, sondern einfach immer nur einen Raum, wo ein Thema stattfindet. Und der Kongress vermittelt einen intensiven Überblick und wir können übers Jahr dann alles in Ruhe vertiefen. Hier gibt es schon ein Angebot von einem. Da ist jetzt der Sprung in die Planungsenergie. Nämlich hier gibt es ein Angebot von einem Seminarort. Und so weiter. Also so würde man das dann jetzt vorlesen, ja, und am Ende würdet ihr alle sagen, ja, geil. Oder halt eure Projektgruppe würde sagen, ja, oder ihr würdet sagen, oh, hier müssen wir mal über was sprechen. Zum Beispiel, wenn jetzt einer da geträumt hätte, ein Waldgartenfestival. Es gehen noch weiter Träume weiter. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendeinen kleinen Impuls, der jetzt hier aus unserem kleinen Traumkreis weitergeht, den du, Stefan, in die Projektgruppe trägst. Oder den irgendwer sagt, boah, aber ich will dafür gehen. So, weil jetzt kommen wir nämlich zu dem spannenden Part. Wie kommen wir jetzt von diesem Traum in einen Plan? Und da ist dann dieser Schwellenhüter, der hier sagt, hier, pass mal auf, was nimmst du denn mit? Was lässt du da? Und das ist dann Sache von denen, die dann sich dafür committen, weiter ins Planen zu gehen. Weil wenn jetzt zum Beispiel diejenigen, die dafür sind, boah, angenommen, der Traumkreis ist zu Ende, wir machen eine Pause, wir kommen wieder und sagen, okay, und jetzt geht's ins Planen. Was für konkrete Schritte brauchen wir, damit 100% unserer Träume wahr werden? Und dann gibt es ein Geblubber und ein Brainstorming. Und der Spielplan, das wollte ich ja noch kurz erwähnen, ich habe ja noch ein paar Minuten Zeit, gell? Ähm, Übrigens, ich dachte nicht, dass wir so weit kommen. Deswegen habe ich es nicht vorbereitet. Aber voll cool, dass wir so weit kommen. Ähm, der sieht ungefähr so aus. Und wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr mehr in diesen Spielplan reingehen wollt und um das karabiert, in das Spinnennetz, dann geht ihr auf diese Links, die ich da geschickt habe. Das ist eigentlich eine große DIN A4 oder Flipchart-Seite. Spielplan, Anfang und Ende. Das ist das Lineare da dran, das einzig Lineare. Dann ist hier ein Bereich für Träumen, hier ein Bereich für Planen, ein Bereich für Handeln und ein Bereich für Feiern, ja. Und ich bin jetzt Moderatorin und ihr sagt jetzt lauter konkrete Schritte, die wir machen müssen, damit dieser Waldgartenkongress-Traum wahr wird. Das heißt, zum Beispiel müsste man ein Seminarzentrum finden oder einen Waldgarten erstmal pflanzen, oder einen Waldgarten klar machen, wo der nächste Kongress stattfinden kann, ja. Ähm, Das ist im Sinne von, es geht schon, das kann man beim Planen hinschreiben, man kann es aber auch beim Umsetzen hinschreiben, weil ein Kongresszentrum suchen ist schon relativ konkret, dass man es machen muss auch. Also ähm, Ort suchen, naja, man kann das, ich mache das jetzt mal an diesem Beispiel durch. Ort träumen, Ort suchen, Ort finden und feiern. Also die Projektgruppe würde jetzt einmal sagen, boah, wir müssen uns mal dazu treffen, wir müssen gucken, macht es Sinn?
dass wir es in einem Waldgarten machen. Wo gibt's denn, also wollen wir einen Waldgarten, wollen wir lieber ein Seminarzentrum und so weiter? Das wird jetzt unter Träumen passen. Später braucht man, dass wir den Ort suchen. Wir können verschiedene Orte mal im Internet suchen und danach gehen wir ins konkrete Ort finden. Wer hat denn wann Zeit, ne? Also, und wo gibt's einen Waldgarten vor Ort? Wo gibt's Unterkünfte für Leute und so weiter? Ich will das einmal nur durchmachen, dass halt jeder Schritt sollte von Anfang bis Ende da reinpassen. Wenn ihr jetzt da nur Ort finden habt, könnte es sein, dass es eben diese Phase von, boah, was wollen wir eigentlich, fehlt. Ihr könnt nicht sofort einen Ort finden, wenn ihr noch nicht mehr wisst, was gibt's denn alles für Orte in der ganzen Bundesrepublik, wo ein angegliederter Waldgarten wäre, um sowas durchzuführen, ja? Und das ist eine andere Phase, das ist noch nicht das Umsetzen, das ist das Planen dann. Und der Karabiert oder der Spielplan soll klar machen, alles muss eine Verbindung haben miteinander. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Flyer drucken habe und ich mache hier Flyer verteilen hin, aber ich habe noch nicht mal den Flyer designt und noch nicht geträumt, dann kann ich es nicht machen. Ja? Also es ist eigentlich so eine Erleichterung, um die konkreten Schritte zu finden, diese verschiedenen Schritte halt durchzugehen. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Ähm, der nächste Schritt, also am Ende ist das meistens so, dass ihr ganz viele verschiedene Aufgaben habt. Das sind bis zu 40, 50 Aufgaben und dann könnt ihr die alle so richtig schön miteinander verbinden. Und deswegen heißt es dann Spinnennetz. Das sieht dann so aus. Mit ganz vielen Aufgaben und Verbindungslinien zwischen den verschiedenen Dingen. Ähm, und dann habt ihr den Plan, ja. Ähm, hier sind so große Kreise neben den Aufgaben immer. Und die kann man straffieren, wenn die angefangen wurden oder fertig sind. Das heißt, ähm, wenn das Ding jetzt hier bei uns im Flur zum Beispiel hängt und die Gartengruppe hat angefangen, die Saatgutplanung zu machen, kann die sagen, okay, ich mal diesen Punkt mal aus, dann wissen alle, die damit nicht mit beteiligt sind, dass es stattgefunden hat und das ist ein Grund zum Feiern. Genau. Die Frage ist jetzt, wie schaffen, also das jetzt hetze ich ein bisschen hier durch, aber ich glaube, das ist dann einfach wichtig, dass ihr dann, wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann tatsächlich euch tiefer mit Dragon Dreaming beschäftigt. Aber eine Sache will ich auch unbedingt sagen, weil die ist nämlich, wie kommen wir jetzt von dem Plan zum Umsetzen? Und irgendwann müssen da die konkreten Namen dahinter stehen. Weil wenn da die ganzen konkreten Aufgaben sind, dann gibt es eine Zeit, meistens in der Pause, wo ihr Möglichkeiten habt, eure Namen dahin zu schreiben. Was macht ihr? Und da gibt es 4 Farben, in denen ihr eure Namen dahinter schreibt. Jetzt habe ich auch nicht vorbereitet, aber geht ganz schnell. Grün ist Teamleader. Wenn ihr euren Namen in Grün schreibt, ist es so, ja, ich gehe dafür. Ich mache das, dass es passiert. Ich will den Flyer zum Beispiel gestalten und ich lade dazu ein. Das passiert auf jeden Fall. Rot ist Drachen. Wenn ihr euren Namen in Rot schreibt, dann wisst ihr, dass ihr da bei dieser Aufgabe besonders viel Entwicklungspotenzial habt und dass ihr da Drachen spürt und Widerstände. Und dass ihr ja wisst, dass persönliches Wachstum geil ist und deswegen schreibt ihr jetzt mal da euren Namen in Rot hin. Zum Beispiel bei Öffentlichkeitsarbeit. Manche haben total Angst, irgendwo rumzulaufen und Flyer zu verteilen, aber es würde jetzt endlich mal anstehen, das mal zu machen. Oder mal eine Homepage zu bauen oder so. Für jemanden, der das noch nie gemacht hat, ist es bestimmt auch aufregend. Muss mein, ja, brauche ich einen schwarzen Stift, den habe ich nicht. Schwarz ist Fachwissen. Ja, bisschen sehr schwach, weil ich kein dickes, also das soll Fachwissen heißen. Schwarz, das ist zum Beispiel bei mir immer so, dass ich tatsächlich ähm, sehr gut Vereinssatzungen schreiben kann, aber keinen Bock darauf habe. Und wenn jemand aber jetzt einen roten Drachen hat mit diesen strukturellen, sag ich mal, legale Strukturgründungsthemen, dann kann er mich fragen. Ja, dafür stehe ich zur Verfügung. Das ist Fachwissen. Da bin ich aber nicht Teil der Projektgruppe. Die Leute wissen nur, ich habe da Ahnung und kann gefragt werden. Und dann gibt's noch bei mir immer lila oder so. Ähm,
Ach, das ist Ich bin dabei. Genau, das sind jetzt die vier Farben, in denen ihr eure Namen dahin schreiben könnt. Und wenn man dann sieht man schon ein bisschen was. Dann sieht man ein paar grüne Namen neben dem einen Ding stehen. Und dann sieht man vielleicht auch, dass irgendwo eine Aufgabe ist, wo gar keine daneben steht. Oder wo alle in Rot daneben stehen. Und das ist dann Sache der Projektgruppe. Wenn ihr wisst, ah krass, da sind 3 oder 4 Aufgaben, hat keiner seinen Namen hingeschrieben, dann entweder heißt das, ihr macht diese Aufgabe nicht, sagt Tschüss zu diesem Traum. Dieses Jahr wird kein Teich gebaggert am Hasserhof. Okay, keiner hat die Verantwortung dafür übernommen. Ne? Es ist dann schon ziemlich einfach. Eins und eins zusammenzählen. Dinge werden halt gemacht, wenn einer da oder mehrere dafür gehen. Wenn keiner dafür geht, kann man einfach auch sagen, die Energie ist nicht da, lass es uns loslassen. Es war ein schöner Traum, aber vielleicht ist er erst in 10 Jahren soweit. Wenn alle Namen in Rot da stehen, kann man auch als Projektgruppe sagen, okay, wollen wir uns das geben? Ist es so wichtig? Oder sagen wir einfach, wir lassen es mal drauf ankommen und lassen es auch los? Das Dumme ist, dass beim Thema Geld und Fundraising ganz oft alle Namen in Rot stehen oder gar keiner. Und das ist jetzt sozusagen weiterführend, hat John Croft dann aus dieser Erfahrung raus ein eigenes Geldseminar entwickelt, das heißt Empowered Fundraising, wo es eigentlich darum geht, seine komplette Einstellung zum Geld komplett einmal zu hinterfragen und umzustellen und neu zu sehen und so, weil eigentlich gute Projekte nie am Geld scheitern. Und er hat einfach gesehen, dass ganz viele von uns, die diese tollen Visionen für die Zukunft haben und für unsere Erde, einfach trotzdem aber Angst vor diesem Geld haben. Und das braucht man trotzdem, um gewisse Sachen zu machen, braucht man das. Und so ist das Empowered Fundraising entstanden, weil er immer diese ganzen roten Namen da gesehen hat. Genau, Katharina, wir ja. sind jetzt schon 5 Minuten drüber. Ja, wir hören jetzt auf. Genau, das war mein Schlusswort.